Ist es okay, wenn wir vielleicht sogar täglich Kuhmilch trinken und Milchprodukte essen? Haben wir es heute noch mit den glücklichen Kühen zu tun, die wir von früher kennen, die auf der Weide standen, ihr Gras futterten und uns freiwillig ihre Milch gaben? Ist die Milch ein Grundnahrungsmittel, das wir also brauchen letzten Endes? Fakt ist, wir trinken im Jahr im Durchschnitt 200 Liter Milch. Das ist viel. Und wir essen noch 20 Kilo Käse. Dazu muss man wissen, das sind auch noch mal rund 200 Liter, die wir darüber aufnehmen. So, von Joghurt und so weiter rede ich jetzt mal gar nicht. Nur davon. Das sind schon mal 400 Liter Milch. Haue, ha. Schauen wir mal, was drin ist in der Milch. Die tolle Milch. Die tolle Milch hat Zucker. Na, das haben wir das zu tun mit 100 Milliliter, also rechnen wir das um auf 1 Liter. Dann haben wir 45 Gramm Zucker, wir haben 33 Gramm Eiweiß, wir haben 35 Gramm Fett. Ich kann euch sagen, mit 45 Gramm Zucker haben wir den Zuckergehalt, den die DGE uns vorschlägt, nämlich so mit 45, 50 Gramm am Tag, schon weg. Fett ungefähr die Hälfte, na, so 60 Gramm Fett sollten wir zu uns nehmen, nicht mehr. 120 Milligramm Calcium in 100 Millilitern sind umgerechnet 1,2 Gramm Calcium in einem Liter. Das ist schon zu viel. Mehr als 1 Gramm sollten wir gar nicht. Und hier sind wir nur bei der Milch im Moment. Die Milch hat Vitamin A, die Milch hat Vitamin B2, die Milch hat viele tolle Mineralstoffe, Enzyme und so weiter. Und vor allen Dingen hat sie Proteine. Und Proteine sind doch toll für uns, oder? Wir sollen doch Proteine essen jeden Tag, damit unsere Zellen wachsen. Das ist genau der Fehler. Das ist genau der Denkfehler. Kuhmilch erhöht nämlich das Risiko für eine ganze Reihe von Krankheiten, die genau mit diesen Wachstumsfaktoren korrelieren. Das ist zum Beispiel einmal die Akne. Das ist Diabetes Typ 2. Das ist Morbus Parkinson. Das ist das Prostatakarzinom. Das ist das Mammakarzinom. Das ist der Leberkrebs. Das ist Hashimoto. Und so weiter und so fort. Und warum die Kuhmilch eng korreliert, unsere heutige Kuhmilch, mit diesen Zivilisationserkrankungen, das werde ich euch gleich zeigen. Fakt ist, wir trinken Milch seit so bummelig 7500 Jahren. Im Grunde genommen ist der Mensch überhaupt gar nicht darauf adaptiert, Milch zu vertragen. Also das heißt, dieses Enzym Laktase, was ja Laktose abbaut, ist für unseren Organismus eigentlich gar nicht vorgesehen, sondern diese Zellen, wenn man so will, sind im Laufe der Jahre und der Jahrzehnte und der Jahrhunderte mutiert, sodass wir, zumindest in Europa zum Beispiel und in den westlichen Ländern, durchaus jetzt Laktose vertragen. Viele immer noch nicht, aber die meisten schon. Anders sieht das aus in Asien zum Beispiel oder in Afrika, by the way. Die denken überhaupt gar nicht dran, Milch zu trinken. Die haben auch dieses Enzym nicht, sie würden es im Leben nicht vertragen. Witzig ist aber, dass diese Bevölkerung keine Osteoporose kennt. Ach, gibt es da vielleicht einen Zusammenhang? Fragezeichen. Also, Südamerika etc. kennt keine Kuhmilch als Nahrungsmittel. So, stellen wir einmal fest, die Kuhmilch ist Säuglingsnahrung. Also das heißt, die Nahrung für ein neugeborenes Kalb. Ein Kalb verdoppelt sein Geburtsgewicht innerhalb von 4 Wochen. Ein menschlicher Säugling braucht dazu 6 Monate. Das hat die Natur schon mal völlig anders angelegt. Also eine Kuh oder ein Kalb wiegt nach 6 Monaten 200 Kilo. Was wiegt denn so ein Säugling nach 6 Monaten? Maximal, ne, Verdopplung des Geburtsgewichts, 9 Kilo. Seht ihr den Unterschied? Und könnt ihr euch vorstellen, was diese Milch, diese Boostermilch von den heutigen Turbokühen mit uns Menschen macht? Ist das gut? Früher waren die Kühe auf der Weide. Früher durften sie normales Futter fressen. Sie durften sich bewegen. Sie waren einmal im Jahr schwanger, denn, ach, wer hätte das gedacht, eine Kuh gibt natürlich nur dann Milch, wenn sie trächtig ist bzw. war. Heute ist das allerdings anders. Heute haben wir die Kühe größtenteils genau so in Ställen stehen. Und das, was sie bekommen, ist ein Mix aus normalem Futter und Kraftfutter. Die Kühe heute sind künstlich dauerbefruchtet.
Das heißt, noch während der Laktation, also noch während sie ihr Kalb säugen, werden sie schon wieder künstlich befruchtet. Denn nur eine Kuh, die ein Kalb geboren hat, gibt Milch. Also müssen diese Kühe permanent Kälber gebären. Früher lebte eine Kuh 20 Jahre, das ist so ihr normales Alter. Heute lebt sie nur noch 5. Mit 5 ist eine Kuh eigentlich erst ausgewachsen. Warum? Sie wird einfach ausgemergelt. Dadurch, dass sie dauerträchtig ist, dadurch, dass sie künstlich besamt wird, damit sie unsere Milch liefert. Früher haben die Kühe 10 Liter Milch am Tag produziert, heute sind es 50. Damals haben sie 10.000 Kalorien am Tag gekriegt, heute sind es 50.000. Merkt ihr was? Das ist eine ganz, ganz ungute Entwicklung. Wir haben es zu tun mit Turbokühen heutzutage, weil Turbokühe sind jetzt in den letzten 100 Jahren ungefähr auch um 20 cm gewachsen und breiter geworden. Und nochmal so ein kleiner Ausflug, auch der Mensch ist innerhalb der letzten 80 Jahre ungefähr um 20 cm gewachsen. Ob das da einen Zusammenhang gibt, weiß ich nicht. Booster Milch, ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Wir haben in der Milch Wachstumsfaktoren. Wir haben sogenannte Mini- oder Mikro-RNAs. Und diese Proteine und diese Mikro-RNAs sind sequenzgleich mit unseren Zellen und mit unseren Mikro-RNAs, die wir in unserem Körper haben. Das heißt, die Proteine der Kuh und auch diese Mikro-RNAs wirken direkt auf den menschlichen Körper, so wie er Milch bekommt. Und was das ist, das schauen wir uns jetzt hier an. MikroRNAs haben wir in jeglicher Muttermilch, also auch im menschlichen Körper, aber auch in der Kuhmilch. Die MikroRNAs aus der Kuhmilch sind sequenzgleich mit denen in unserer Muttermilch und auch in unseren Zellen. Was machen diese MikroRNAs? MikroRNAs sind nicht für die Proteinbiosynthese in der Zelle zuständig, sondern sie regulieren auf direktem Weg unsere Zelle. Das bedeutet aber auch, dass sie Zellen zum Wachstum bringen. Und das ist genau das, was die Muttermilch induziert und induzieren muss, was in einem menschlichen erwachsenen Körper aber seine Grenze haben muss. MikroRNAs sind winzige Moleküle mit einer riesigen Wirkung auf unsere Körperzellen. Jetzt kommt noch der nächste Faktor. Das ist mTOR. Und was mTOR ist, das schauen wir uns auch wieder an. mTOR ist in der Zelle jedes Säugetiers, also auch im Menschen, ein Protein-Enzym-Komplex. Und der Begriff setzt sich zusammen auf Mechanistik, Target, also Ziel auf Rapamycin. Und Rapamycin wiederum ist ein Pilz, der durch Zufall entdeckt wurde und der unsere Zellalterung verlangsamen und teilweise sogar stoppen kann. mTOR macht nämlich genau das Gegenteil. mTOR ist der Baumeister unserer Zellen. Und dieser Pilz hemmt mTOR. Leider kann der Pilz im Moment in der Medizin als Alterungsstopper noch nicht eingesetzt werden. Aber wichtig ist es für uns immer, mTOR, also diesen Baumeister der Zellen, zu reduzieren. mTOR bringt also unsere Zellen zum Wachsen. Das ist großartig, solange sie wachsen sollen. Das ist aber ein begrenzter Zeitraum. Deshalb ist die Kuhmilch ganz wunderbar für einen begrenzten Zeitraum, nämlich für den Säuglingszeitraum, den Stillzeitraum. Da geht es ums Wachsen. Später, gleich danach, geht es ums Ausdifferenzieren. Es geht um Aufgaben übernehmen der Zellen. Da geht es nicht mehr darum, dass sie sich ständig teilen müssen. Das sind zwei MikroRNAs, die eine ganz besondere Wirkung von der Kuh auf den Menschen haben. Das ist der MikroRNA-Komplex 148a. Das ist zum Beispiel der solche Erkrankungen wie Diabetes nach vorne bringt oder Hashimoto oder Hodgkin-Lymphom. Und es ist die MikroRNA 21. MikroRNA 21 wird in vielen Studien jetzt zusammengebracht, zum Beispiel mit Prostata- und Brustkrebs. Wir gucken uns das mal an. Am Beispiel der Bauchspeicheldrüse. Während des Stillens ist, wie gesagt, mTOR aktiv. Das ist super, weil jetzt müssen die sogenannten Beta-Zellen in der Bauchspeicheldrüse wachsen. Aber in dem Moment, wo ein Säugling, zum Beispiel ein menschlicher Säugling, abgestillt wird, ändert sich dramatisch dieser ganze Stoffwechsel. Jetzt wird nämlich AMPK
aktiv. AMPK ist ein Antagonist zu mTOR. Und warum AMPK jetzt wichtig wird, das sehen wir hier. Das Enzym AMPK, Adenosin-Monophosphat-Kinase, reguliert den Energiestoffwechsel unserer Zelle, und zwar zusammen mit mTOR. In dem Moment, wo wir etwas essen, wo Energie zur Verfügung steht, baut mTOR. In dem Moment, wo wir nichts essen, wo also keine Kalorien in der Zelle ankommen, ist die AMPK aktiv. Und das hat den wahnsinnigen Vorteil, dass die Zellen dann anfangen müssen, sich selbst zu regenerieren. Und die Zellen, die nicht mehr voll funktionsfähig sind, werden autophagiert. Das bedeutet letzten Endes auch, dass sie aufgefressen werden, dass sie auch der Apoptose, also dem Zelltod, zugeführt werden. Also mTOR baut, AMPK baut ab bzw. sorgt für die Zellregeneration. Und im zunehmenden Alter wird das immer wichtiger. Also zurück, wir waren da, dass in den Beta-Zellen der Bauchspeicheldrüse mTOR nach dem Stillen runtergefahren wird und die AMP-Kinase hochgefahren wird, damit die Zellen jetzt genau ihre Aufgabe übernehmen. Wenn wir jetzt aber sogar als Säugling noch weiter Kuhmilch bekommen, dann haben wir eine falsche Information in diesen Beta-Zellen. Das heißt, es gibt eine Entkopplung der eigentlichen Aufgabe. Es geht immer wieder zurück zu dem Phänotyp Säugling. Das bedeutet, angelegt wird hier bereits eine gewisse Insulinresistenz. Na klar, merken wir die noch nicht als Säugling, vielleicht auch noch nicht als Kleinkind, aber wenn wir Pech haben, als Teenager oder als junger oder älterer Erwachsener. Man hat nämlich festgestellt, dass gerade bei Diabetes Typ 2 Patienten die AMPK, haben wir ja gerade gelernt, was das ist, viel zu niedrig ist und mTOR viel zu hoch. Das ist das Signal vom Beginn des Lebens. Und wenn ihr mein Alterungsvideo gesehen habt, dann wisst ihr auch, die Zellen vergessen nichts. Jede Körperzelle, und selbst wenn sie 30, 40, 50 Jahre alt ist, weiß ganz genau, was im Körper passiert ist vom ersten Lebenstag an. Sie hat alle Informationen. Und diese Informationen, die von der Milch ausgehen auf die Bauchspeicheldrüse, ist für viele Menschen nicht gut. Also, Achtung damit, wie wir unsere Bauchspeicheldrüse zu Beginn unseres Lebens konditionieren. Was sind denn jetzt überhaupt diese Wachstumsfaktoren, die mTOR unterstützen? Das sind Proteine, allen voran tierische Proteine. Achtung, pflanzliche Proteine haben nicht diesen Wachstumseffekt. Und hier ist es bei den tierischen Proteinen, überhaupt bei Proteinen, vor allen Dingen das Leucin. Leucin kennen wir doch als verzweigte BCAA-Aminosäure. Finden wir gerade vor allen Dingen auch in den Proteinshakes, komme ich gleich noch zu. Dann ist es der sogenannte Insulingroßfaktor 1. Achtung, es gibt einen Wachstumsfaktor mit einer insulinartigen Wirkung. Das ist im Übrigen auch das, was Akne entstehen lässt, aber natürlich auch später unter Umständen den Diabetes. Gesättigte Fettsäuren unterstützen massiv den Wachstumsfaktor MT, allen voran die Palmitinsäure, aber auch sowas wie Ghee zum Beispiel oder Kokosöl, so gesund das auf der anderen Seite auch sein mag. Dann haben wir die Glucose, allen voran aber die Galaktose. Glucose ist 50% der Laktose, Galaktose sind die anderen 50% der Laktose. Und gerade diese Galaktose hat einen sehr, sehr, sehr eindeutigen Einfluss auf den Wachstumsfaktor mTOR. Und dann haben wir letzten Endes natürlich die Kilokalorien. Wir haben ja gehört, in dem Moment, wo die Zelle Energie bereitgestellt bekommt, fängt sie an zu wachsen. Dann ist mTOR aktiv. Und wenn mTOR aktiv ist, dann entstehen auch viele sogenannte senescente Zellen, Zombiezellen, die sich entkoppeln, ihr eigenes Ding machen. Und was heißt es, wenn eine Zelle ihr eigenes Ding macht? Ja, ganz genau. Sie wächst, aber sie wächst nicht im Sinne des Körpers, sondern sie wächst im Sinne einer Metastase, einer Krebszelle. Das, was vor allen Dingen auch noch mTOR aktiviert, ist im Grunde genommen die industrielle Pasteurisierung. Pasteurisierung heißt letzten Endes kurzes Aufkochen der Milch, so ungefähr 78 Grad, ein paar Sekunden. Dann werden die Bakterien abgetötet, die hier die Milch sonst ganz schnell zum Kippen bringen würden. Und wir können die Milch heutzutage kühl lagern. Das führt dazu, dass wir permanent pasteurisierte Milch im Kühlschrank haben. Und das führt dazu, dass wir sie auch permanent trinken. Das ist ungut
Denn, ne, wie wir schon festgestellt haben, zum Beispiel beim Diabetes ist mTOR zu hoch und die AMP-Kinase zu niedrig. Das gleiche passiert aber mit unseren Fettzellen. Zum Beispiel ist es so, dass diese MikroRNAs und auch mTOR gewaltig dazu beitragen, dass unser viszerales Fett wächst. Was ist das viszerale Fett? Das ist das Fett, was wir tief in der Bauchhöhle haben. Und das ist das Fett, was wiederum selber Hormone produziert, was auch selber uns Entzündungen im Körper vonstatten gehen lässt und was die Sensitivität unserer Zellen für Insulin runterfährt. Und na klar führt Fettwachstum auch zum Übergewicht. Das hat im Übrigen die Harvard University in Boston nochmal herausgefunden. MikroRNAs in der Milch bringen unser Fett zum Wachsen. Und jetzt müssen wir uns die Frage stellen, ob wir das wollen. Osteoporose. Osteoporose durch Milch kann nicht sein, sagt ihr euch. Das ist doch das Gegenteil der Fall. Nein, stimmt einfach nicht. Osteoporose wird unterstützt durch Milch. Wir haben hier zwei verschiedene Zelltypen, nämlich die Osteoblasten, die bauen, kann man sich gut merken, und die Osteoklasten, das sind Zellen, die klauen. Und wie die miteinander agieren, das sehen wir hier. Osteoblasten sind Zellen in den Knochen, die den Knochen aufbauen. Blasten bauen und Osteoklasten klauen. Das ist ein Prozess, der permanent stattfindet, damit die Knochen, gerade auch die Knochenmatrix, sich erneuern kann. Das heißt, Zellen müssen Osteoklasten aktivieren, damit alte Knochensubstanz abgebaut wird und die neue wieder aufgebaut werden kann. Jetzt ist es aber wichtig, dass die Knochen flexibel bleiben und nicht zu starr werden. Das heißt, in dem Moment, wo ich mehr Osteoklasten habe, aber die Osteoblasten nicht mehr zum Höhenwachstum beitragen können, verändert sich die Matrix letzten Endes ins Negative. Wir brauchen für den Knochenaufbau natürlich vor allen Dingen Calcium. Wir brauchen Vitamin D3 und Phosphat. Parathormon wiederum macht das Gegenteil. Parathormon holt Calcium bei Bedarf aus den Knochen und stellt es zum Beispiel dem Blut zur Verfügung. In dem Moment wird eher Knochen abgebaut. Dann sind die Osteoklasten aktiv. Also, wir haben gehört, dass Osteoklasten eher klauen. Was passiert denn aber, wenn diese Information zum Knochenwachstum, zum Längenwachstum in unserem Körper immer wieder neu aufgebaut wird, weil wir ja die Säuglingsmilch trinken, der Kuh? Dann heißt das, Osteoklasten bauen ab, aber Osteoblasten können nicht mehr vernünftig aufbauen. Wohin denn damit? Unser Längenwachstum ist doch irgendwann abgeschlossen. Dann verändert sich die Matrix, die Struktur unserer Knochen. Und die Knochen werden dünner. Dazu kommt, dass das viele Calcium, was wir durch die Milch zu uns nehmen, die Knochen nicht unbedingt stärkt, sondern es macht sie steif. Und ein steifer Knochen, ein harter Knochen, bricht sehr viel leichter. Also zu viel Calcium ist nicht gut für die Knochen, zu viel Knochenabbau und nicht mehr wissen, wohin mit dem Aufbau, ganz genauso wenig. Aber das sind die Faktoren, die wir durch die Milch in unserem Körper haben und die letzten Endes ihre Auswirkungen auf unseren Knochenbau haben. Na, wie ich vorhin schon sagte, es gibt einfach in den asiatischen Ländern zum Beispiel keine Osteoporose. Zumindest bisher nicht oder kaum. Jetzt wird dort auch die Jugend unter Umständen vermehrt Milch getrunken. Globalisierung lässt grüßen. Wahrscheinlich wird sich die Osteoporose dann in den Ländern auch irgendwann breit machen. Eine ganz interessante Studie mit Teenagern hat herausgebracht, dass wenn diese Teenager bis zum 20. Lebensjahr täglich genau 158 Milliliter Milch trinken, und das ist wenig, das ist man gerade ein kleines Glas voll, dann erhöht sich ihr Risiko für einen Prostatakrebs oder einen Brustkrebs später um das Dreifache. Durch die Signale bis zum 20. Lebensjahr durch die Milch. Wachstum ist eben auch hier der springende Punkt. Also Vorsicht damit, und das ist hier die Studie, könnt ihr nachlesen. Was ist denn jetzt mit diesem Whey-Protein? Das Whey-Protein strotzt ja nur so vor Protein. Achtung damit! Wenn ihr euch massiv täglich bewegt, wenn ihr ordentlich Sport treibt,
dann könnt ihr so ein Whey-Protein auch zu euch nehmen, weil dann wird es für den Muskelaufbau gebraucht. Wenn ihr aber den ganzen Tag mehr oder weniger sitzt und glaubt, ihr müsst Proteine zu euch nehmen, damit ihr schlanker werdet, dann geht das ganz genau nach hinten los. Und noch was. Es gibt jetzt vom Cola-Konzern eine Milch, die heißt Fairlife. Und diese Fairlife-Milch hat eine massive Konzentration nochmal von Protein. Da wurden nämlich der Milch nochmal Proteine zugesetzt. Und das heißt, dass diese ganzen Faktoren, die ich gerade beschrieben habe, hier nochmal geboostert werden. Also Finger weg, es sei denn, ihr seid wirklich ein richtiger Profisportler. Überhaupt Coca-Cola. Coca-Cola versus Milch. Wusstet ihr, dass in 1 Liter Vollmilch mehr Kalorien sind als in 1 Liter Cola? Könnt ihr euch nicht vorstellen? Na, dann schauen wir uns das mal an. Wenn dir die Informationen in diesem Video geholfen haben, dann teile das doch. Es gibt bestimmt auch noch andere, die das wahnsinnig interessiert. Das wäre super für alle. So, nach diesen ganzen Horrorbotschaften kommen jetzt aber auch ein paar gute. Nämlich die Fermentierung, gerade diese Sauermilchprodukte, bauen mTOR ab oder hemmen mTOR und bauen MikroRNAs ab. Das ist doch mal ein Wort. Und das heißt, übersetzt, ihr sollt nach Möglichkeit keine oder nur sehr wenig Kuhmilch trinken, aber Sauermilchprodukte essen könnt ihr durchaus. Das heißt, alles sowas, was wir eben gerne kennen, ein sehr gut gereifter Käse, aber auch ein Joghurt, Kefir, Skyr, Buttermilch, also alles das, was fermentiert ist. Durch diesen Prozess, wie gesagt, werden die MikroRNAs größtenteils abgebaut. Achtet nochmal bei der Butter drauf. Eher Sauerrahmbutter als Süßrahmbutter. Ist logisch, ne? Der gute Trick dabei ist, wenn ihr jetzt Milch trinken wollt oder wenn ihr irgendwas essen wollt, ein Gericht, was mit Milch zubereitet wurde, Milchreis, by the way, oder ein Crème Brûlée oder was auch immer, esst Joghurt dazu. Sowieso macht Joghurt satt, also das heißt 1, 2 Esslöffel Joghurt vor einer Mahlzeit ist sowieso grundsätzlich gut, vor allen Dingen aber, wenn diese Mahlzeit pasteurisierte Milch enthält. Das ist ein wunderbarer Trick, den ihr jederzeit anwenden könnt. So, und jetzt nochmal zum Thema Calcium. Ihr braucht keine Milch, um genug Calcium zu bekommen. Wie gesagt, ihr habt eher zu viel dadurch. Ich habe euch hier mal aufgeschrieben, welche Nahrungsmittel auch sehr viel Calcium enthalten. Also ihr könnt jederzeit ausweichen. Noch ein Trick wäre es, die Milch zu kochen. Das müssen aber schon 10 Minuten gekocht sein und auch auf mindestens 95 Grad. Dann sind auch einige von diesen MikroRNAs schlicht und ergreifend rausgekocht. Die Frage ist nur, wenn ihr eine Milch so lange kochen wollt, wie schmeckt sie euch dann anschließend noch? So gekochte Milch, wieder abgekühlte Milch ist vielleicht nicht der Hit. Und was ist noch drin an guten Nährstoffen? Wahrscheinlich auch nichts mehr. Also im Grunde genommen gibt es keinen Grund für uns Erwachsene heutzutage die Milch einer Kuh zu trinken. Im Übrigen sind ganz viele Aussagen hier und auch Studien aus vielen Referaten etc. vom Professor Dr. Bodo Mellnig, der sich sehr, sehr, sehr mit dem Thema Milch beschäftigt. Er ist Umweltmediziner und Lehrbeauftragter an der Universität in Osnabrück. So, jetzt wünsche ich euch ein wunderbares, pflanzenreiches, kuhmilchfreies Leben. Tschüss, tschüss.